Freunde, heute mal wieder Premierezeit auf meinem Kanal. Und damit meine ich nicht meine schöne neue norwegische Fahne. Willkommen in der Nordenplötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, Premiere, Trommelwirbel. Ich stelle euch heute Kobis ersten käuflich zu erwerbenden Zug vor. Beziehungsweise Lokomotive, denn Zug ist ja das Ganze. Das muss der Blockstar noch unbedingt lernen. Freunde, wir sprechen heute über das Set, das ihr eigentlich nämlich nur im norwegischen Eisenbahnmuseum bekommt. Nämlich die Lokomotive 49C Dovregubben. Und zwar aus der Kooperation mit dem Norsk Jernbanemuseum in Hamar. Ich habe es euch gerade gesagt. Kobis erste Lokomotive mit zwei Figuren, die es nur in dem Karton gibt. Ganz genau ist es die Klasse 49C, die, Spoiler, eigentlich gar nicht aus Norwegen kommt, denn das ist eine waschechte Ruhrgebietlerin aus Essen von der Firma Krupp. Aber ich will euch nicht zu viel verraten. Kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch, dann gibt es natürlich den Inhalt und später dann die Fakten, meine Freunde. Ich habe Druck auf dem Kessel, wie unsere Dovregubben Klasse 49C Lokomotive zu ihren besten Zeiten. Das Kobi-Set 1331 in der Kooperation mit dem norwegischen Eisenbahnmuseum aus Hamar. Dann natürlich Historical Collection von Kobi, 900 schöne Kobi-Steinchen und zwei Minifiguren. Da sehen wir sie schon. Der erste Versuch, was Lokomotiven angeht, von Kobi. Ich bin richtig gespannt. Ich freue mich drauf. Viele finden das Design so, ich bin einfach hier gespannt, wie Kobi das erste Mal das Thema Eisenbahn umgesetzt hat. Wir schauen uns die Rückseite an. 900 Steinchen, pickepacke voll. Das Set habe ich von buildingbricks.de. B-Ware, der Karton ist etwas angeditscht, aber ich wollte es bauen, dafür dann umso günstiger. Wir sehen, der ganze Lokomotiventeil mit Tender wird 52 cm lang, 10 cm hoch. Wir haben 3 Glow-in-the-Dark Lichter. Wir sehen, dass wir die Räder sogar drehen können. Wir können die Türen aufklappen. Und wir haben hier sogar die Lokomotive einmal im Original schwarz-weiß. Wir haben zwei Kobi-Figuren, die gleich aussehen. Finde ich aber cool, diese Blaumänner. Und wir haben hier schön ein paar Fakten. Bisschen spoilern kann ich schon mal, dass dieser Zug hier, beziehungsweise Lokomotive, Zug, da fehlt ja was, aber eigentlich eine deutsche ist, denn sie kommt von der Firma Krupp aus Essen. Also eine echte Lokomotive aus dem Ruhrgebiet, die es in den hohen Norden verschlagen hat. Wir gucken jetzt, was es sich hier drinne verbirgt, ob wir jetzt uns hier schwarze Kohlen entgegenkommen oder was oder rostiges Eisen. Wir sehen ja immer, wann das Set hergestellt wurde, wenn wir den Karton zu uns drehen, hier auf der rechten Seite in der Pappe. Ein kleiner Zaubertrick und dann geht's los. Tschu-tschu! Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt des Kartons auf eben diesem Draufgeheck, schneller als es die norwegische Eisenbahn erlaubt. Wann wurde das Set hergestellt? Am 28.06.2022 um 4 Minuten nach 8 in der Kobi-Fabrik in Polen. Was ich ganz cool finde, ist, dass wir hier trotzdem so einen Eisenbahnhintergrund haben. Das haben wir sonst bei Kobi-Sets nicht, dass das Design sich von vorne spiegelt, sondern wir haben es eigentlich eher neutral. Das gefällt mir. Natürlich alles pad-printed. Wir haben das Logo des norwegischen Eisenbahnmuseums und wir sehen, dass das Set ab 10 Jahren empfohlen wird. Wir haben eine traurige Zwiebel, Captain Planet, ein Mann, der Blitze schießt und so weiter. 900 Steinchen habe ich euch gesagt. Wir sehen, wenn wir hier aufschlagen, dass wir mit Bauabschnittstüten bauen. Und das haben wir nämlich hier 3 Stück, Tüte 1, Tüte 2, Tüte 3 mit vielen Untertüten und tollen Kobi-Steinen. Falls ihr noch nie eine Kobi-Eisenbahn, gut, das wäre die erste, aber ein Kobi-Set gebaut habt, wie folgt. Wir fangen natürlich mit dem ersten Baustep an. Steine, die wir brauchen, sind immer in diesen Ovalen mit diesen Farbverläufen. Was wir bauen, ist farblich. Was gebaut wurde, ist dann so farbentsättigt. Pfeile weisen uns den Weg. Wir sehen halt dann immer, wenn wir die Bautüten wechseln. Wenn wir gucken, die 1 habt ihr gerade gesehen. Wir haben auch sogar hier für Slopes und Wedges, wenn wir verschiedene Winkel haben, eine Legende. Ebenso, wenn wir hier Fliesen haben, sogenannte Tiles oder Flat Tiles, damit ihr wisst, wie lang diese sind. Fertig ist man dann am Ende mit Baustep 99. Gibt es wohl verschiedene Varianten, wie man das Gestänge des Pleuel anbringen kann. Wir zählen mal hier die 99. Die letzten Seiten dann immer die Teileübersicht. Da könnt ihr kontrollieren, was fehlt. Und hier ganz cool, etwas Geschichte. Dies bekommt ihr aber gleich von mir
in Audiofunktion, in Audioversion, wenn ich das Set baue. Ihr kennt das im Speedbild. Und am Ende haben wir etwas Werbung, nämlich die Kobi-Schiffe, die ihr auf den Fähren kaufen könnt, wie hier die Hurtigruten und so weiter. Ja, Freunde, wie gesagt, die Fakten bekommt ihr jetzt gleich, während ich hier baue im Speedbild. Mir dabei viel Spaß beim Bauen und euch beim Faktenlauschen. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir heute rund um Fakten, die das Kobi-Set 1331, die Lokomotive Klasse 49C oder wie es auf dem Karton steht, Class 49C, die Dovre Gubben betreffen. Die Fahrzeuge der NSB, NSB steht hier für Norwegische Staatsbahn, vom Typ 49, waren Schlepptender-Lokomotiven der Norges Staatsbaner, wie ich es euch gerade gesagt habe. Und diese waren im Schnellzugdienst eingesetzt. Die Klasse 49 war die leistungsfähigste und größte Dampflokomotivenreihe der NSB. 7 Stück wurden zwischen 1935 und 1941 bei Hamar und Thune in Dänemark und die 49C in Deutschland bei Krupp in Essen gebaut. Die letzten Lokomotiven wurden 1958 ausgemustert. Eine der nach dem hauptsächlichen Einsatzgebiet der über das Djorfjell führende Dovrebahn als Dovregruppen bezeichneten Lokomotiven ist im Norges Jernbanemuseum in Hamar erhalten geblieben und dank diesem Museum bauen wir das Set heute. Die Dovrebane ist eine Bahnstrecke von Oslo nach Trondheim in Norwegen. Während ursprünglich nur die Strecke von Dombås nach Støren als Dovrebanen bezeichnet wurde, gilt dieser Name heute für die gesamte Strecke von Oslo nach Trondheim. Die Strecke wurde im Laufe von 70 Jahren gebaut. Die ersten Streckenabschnitte wurden 1854 eröffnet, der letzte 1921, wobei die gesamte Strecke 1970 elektrifiziert wurde. Seit 2010 wird wieder an der Strecke gebaut, wobei es hier hauptsächlich aber um zweigleisigen Ausbau handelt. Lediglich der Olympiaort Lillehammer von den Olympischen Winterspielen von 1994 wird mit neu an die Strecke angebunden. Das soll dann 2034 abgeschlossen sein. Insgesamt hat die Dovrebahn eine Länge von 485 Kilometern. Kommen wir zurück zu den Lokomotiven, denn am 28. Juli 1938 wurden 4 weitere Lokomotiven hergestellt. Am 23. August 1940 erfolgte die Lieferung von 2 Exemplaren, wie ich es euch gesagt habe, vom deutschen Hersteller Krupp, nämlich die 49C, die 470, die wir hier gerade bauen, sowie die 471, quasi die Schwester. Sowie dann 1941 2 weitere Lokomotiven von Thunes Mekanisk Verstedt, so heißt die Firma ganz genau. Das waren dann die 49C 472 und die 473. Weitere 7 Stück waren bei Krupp eigentlich bestellt, fielen aber im unfertigen Zustand den Bombenangriffen auf das Essener Werk zum Opfer. 4 Exemplare waren bei der heimischen Industrie in Norwegen in Auftrag gegeben worden, wurden aber nach kriegsbedingten Verzögerungen letztendlich nicht mehr fertiggestellt. Die angearbeiteten Teile wurden dann als Ersatzteile verwendet. Finde ich eine gute Sache. Nachhaltig nennt man sowas. Eine der von Krupp gebauten Lokomotiven wurde 1940 durch das Lokomotivversuchsamt Grunewald in Deutschland umfangreich Messfahrten unterzogen. Sie erwies sich dabei als sehr erfolgreich. Der damalige Leiter des Versuchamtes bezeichnete sie als die sparsamste Verbundlokomotive, die das Amt je untersucht habe. Versuchsweise vor einem Schneezug von Berlin nach Breslau eingesetzt, konnte die Lokomotive die auf die DR Baureihe 01 und 120 km/h ausgelegte Fahrzeiten dank ihres sehr guten Beschleunigungsvermögens trotz der niedrigen Höchstgeschwindigkeit problemlos halten. Ja, Freunde, das waren jetzt 2 Fakten sogar, nämlich einmal zum Namen, einmal also quasi zur Dovregruppen, zur Dovrebahn und natürlich ein paar Fakten zur Klasse 49C der NSB, die wir hier gebaut haben und die halt im, jetzt versuche ich es nochmal auf Norwegisch auszusprechen, Norges Jernbanemuseum in Halmar steht. Also an alle, die Norwegisch können, ich entschuldige mich jetzt schon für meine Aussprache. Ja, das
waren jetzt die Fakten. Euch jetzt viel Spaß beim Review der 1331 von Kobi. Ja, Freunde, da haben wir unsere Lokomotive Class 49C Dovre Gruppen. Da steht es ja hier, das Kobi-Set vom Norsk Jeneban-Museum aus der Historical Collection 1331. Hier auf den Bautisch 900 Steinchen und 2 Minifiguren. Da haben wir die 2 Minifiguren. Die Steinchen sind die Lokomotive und der Tender. Den Stand habe ich mir selber gebaut, so ähnlich wie im ersten Präsentationsvideo von Kobi. Die haben dort ja auch so einen Stand gebaut mit Glaskasten. Ich habe hier einfach mal ein paar Klemmbausteine genommen, die ich über hatte, Lego und China, und habe mir hier so einen kleinen Stand gebaut. Um die 10 Noppen breit müsste hier diese Schiene euch denken. Und ich habe mir hier so ein Schild gemacht, ähnlich wie wir es bei den Stands von den Flugzeugen kriegen oder kennen bei Kobi. Aufkleber kommt noch. Auf Instagram werde ich euch dann noch mal ein paar Bilder zeigen. Das mache ich ja immer, dass ich auf Instagram die Einzelfotos euch dann auch noch mal zeige, die ihr nachher ja bekommt. Da werdet ihr auch dann diese Figuren in groß sehen. Also denkt euch hier den Stand weg. Wir haben hier im Set nur die Figuren und die Lokomotive. Das Set kostet im Museum in Norwegen 1399 Kronen, das sind so um die 130 Euro. Ihr bekommt das Set ja in Deutschland. Ich habe jetzt hier bei buildingbricks.de als B-Ware das Set für um die 88, 85 Euro erworben, habt ihr auf den Infokarten gesehen. Dafür geht es. Dafür, finde ich, ist es ein Preis, der okay ist, denn es ist ja hier was Besonderes. Es ist ja kein Set aus der Reihe. Ihr findet es ja noch nicht mal auf der Kobi Homepage. Es ist nicht die hochdetaillierte Eisenbahn, es ist nicht die Lokomotive, die man vielleicht von anderen Herstellern, gerade was Klemmbausteine angeht, kennt. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit diesen wundervielen tollen Mocs, die es auf Rebrickable gibt, übrigens auch genau die 49C. Nein, es ist halt, ja, hier für mich, so definiere ich es, eine Lokomotive, ein Mitbringsel aus einem Museum in Norwegen, das der Papa mit seinem Sohnemann baut. So mit dem Stand gefällt es mir, und da es die erste Lokomotive ist von Kobi und ich euch ja hier auf dem Kanal alles von Kobi mal irgendwie zeigen möchte, finde ich, muss ich mir dieses Set einfach besorgen und muss ich es euch zeigen. Ja, fangen wir doch mal einfach mal kurz an. Ich zeige euch kurz den Stand. Ihr könnt mir sagen, wie er euch gefällt. Ich finde ihn ganz cool eigentlich. Zeige ich euch mal hier die Lokomotive von vorne. Schön viel schwarz. Ihr seht es hier, diese Gummiräder, das ist halt, ja, sehr kindlich. Das sind halt die Sachen, die Kobi so im Portfolio hat. Die 470, originales historisches Vorbild. Wir haben hier oben Fenster, die bedruckt sind. Wir haben hier die Radkränze rot bedruckt. Wir haben die 470 hier drauf gedruckt. Und wir haben natürlich hier unsere Figuren bedruckt. Die Figuren zeige ich euch gleich nochmal und bekommt ihr natürlich in den Detailfotos dann nochmal groß. Hier hinten der Tender von hinten und dann hier nochmal von der Seite. Wir können die Räder wirklich drehen, wenn auch ja nur mit etwas Tricksen, weil wir hier diese Roboterarme haben und die blockieren, wenn man sie zu weit rauszieht. Deswegen rollen hier die Räder auch, aber natürlich nicht so akkurat, wie sich das gehört, wie sich das vielleicht der ein oder andere Erwachsene vorstellt von einer Lokomotive. Das Set ist halt wirklich sehr rudimentär. Wir messen trotzdem mal, wie groß es ist. Es ist so um die 52 cm lang von Bumper zu Bumper. Und eins muss ich euch auch schon sagen, der Tender hier hinten, der ist ja komisch verbunden, fixiert. Normalerweise wäre er ja in Anführungszeichen locker. Also ihr könnt dieses Ding auf keinen Fall motorisieren. Wenn ihr das motorisieren könnt, dann müsst ihr euch eigene Schienen bauen und dann seid ihr auf jeden Fall Kobi-Expert. Wir können hier noch die Klappen aufmachen. Hier, wir haben aber nichts drin, also hier die Türen. Wir können hier hinten dann auch noch die Klappe am Tender aufmachen, diese typische Luke. Ich muss sagen, ich finde es interessant, dass wir hier sehr, sehr viele schwarze Kobi-Slopes haben, die wir typisch Kobi mal von unten, mal von oben bauen, also Baurichtungsumkehr. Ihr habt es vielleicht gesehen im Video, also im Speedbild, und vor allen Dingen alles hier viel im Schwarz. Dass die Räder hier so rot mit Gummi sind, ja, wie gesagt, es ist keine Schönheit, es hat nicht sehr, sehr viele Details. Hier den Druck habe ich euch noch vergessen, hier steht auch 470. Aber ja, ich habe es euch gesagt, für mich halt irgendwie ein Muss, weil ich finde, ja, wenn jetzt Kobi hier anfängt mit Lokomotiven, dann will ich auf jeden Fall die erste haben. Ich nehme sie jetzt mal vom Stand runter, weil wir wollen uns ja angucken, wie die Lokomotive wirklich aussieht. Und ich kann euch sagen, es ist typisch Kobi setmäßig auch als Waffe einzutragen, denn ihr könnt damit Leute wirklich erschlagen.
Hier würde ich nicht anfassen, das ist alles labil, aber hier könnt ihr sehr gut anfassen und natürlich dann hier, da ist es mit am stärksten und dann nehme ich es einfach ab, mache kurz hier meine kleinen Hilfssteinchen ab und dann können wir uns die Lokomotive genau anschauen. Also hier vorne haben wir Gestänge, da muss man ein bisschen aufpassen und nachschieben, das geht locker, aber sonst ist dies wirklich sehr, sehr stabil und hier, wie gesagt, da könnt ihr jemanden mit Buff, Buff erschlagen. Sie fährt halt auch, wartet. So, das habe ich euch gesagt, sie fährt halt auch, ne, kein Problem, aber halt nicht so, wie sie soll. Deswegen sage ich ja, ich gehe davon aus, dadurch, dass sie so robust ist, dass es ja auch eine Art Kinderspielzeug ist. So sieht sie ja auch aus. Von unten hier seht ihr massive Bauweise, wie wir es von Kobi-Panzern kennen. Da unten auch die Gummiräder, die runde Form des Tenders hinten, der wie ein Kessel aussieht. Hier Gestänge, da Gestänge, hier die Luke, die ich euch gerade gesagt habe. Hier die Tür, da oben die bedruckten Fenster, vorne hier können Sie nicht rausgucken und die bedruckten Räder, die ich eigentlich ganz hübsch finde, wenn auch hier der Kessel auch ganz rund ist, schön, aber hier unten ist halt dann so, ja, sehr massiv. Ihr seht es auch hier, ich kann es so halten, ne? Das könnte ich mit einer Lok aus Legostein oder sowas wahrscheinlich nicht so gut und vor allen Dingen würde der Tender abfallen. Hier geht jetzt das Gestänge ab, das stecken wir aber gleich wieder locker zusammen und dann geht es wieder. Zeige ich euch hier, zack, zack. Diese Gestängebauweisen kennen wir ja von, ja, bei Kobi, bei Panzern und Flugzeugen und so weiter. Das ist Standard. Mir gefällt der Zug, die Lokomotive. Zug ist es ja nicht. Vielleicht baue ich hier nochmal irgendwann ein Waggon dazu. Mal schauen. Ja, mein Stand hier, den benutze ich mal gleich, um euch dann diese Figuren zu zeigen. Das sind quasi ja hier ja, die Zugbegleiter, die Lokführer. Wir haben hier einen etwas älteren Herrn, einen etwas jüngeren Herrn, der etwas schmutzig ist. Diese Zange ist nicht dabei. Also er hat hier Öl drauf und er hat hier einen relativ sauberen Blaumann. Diese Figuren gibt es meiner Meinung nach auch nur, also meines Wissens nach nur in diesem Set. Ja, wie gesagt, es ist nicht das schönste Set. Kobi hat schon schönere Sachen rausgebracht, aber für mich halt als Kobi-Sammler, als jemand, der euch alles vorstellen möchte, ein absolutes Muss. Generell wiegt die 49C zusammen mit Tender in echt oder hat gewogen 153 Tonnen, nur die Lokomotive 99 Tonnen und das Ganze war dann 22.275 mm breit, bei einer Spurbreite kennt ihr 1435 mm. Ja, Stand habe ich mir selber gebaut, habe ich euch gesagt, wenn ihr die Lokomotive habt, die um die 12 Studs breit ist, wenn ihr hier 10 habt, ne, also 12W würde man ja sagen, dann müsst ihr euch halt auch so etwas bauen, würde ich sagen, weil sonst sieht es eigentlich nicht aus. Es ist ein Kinderset, ein Set, was der Papa mit dem Sohn oder die Tochter mit der Mama oder wie auch immer zusammenbaut, wenn man vielleicht in dem Museum in Norwegen war. Webseite habe ich mir angeschaut, sieht sehr schön, sehr idyllisch aus und als Eisenbahnfan sicherlich auch ein Besuch wert, wenn man mal in Norwegen war oder ist. Ihr bekommt jetzt noch mal ein paar Detailfotos. Bauen, habe ich euch gesagt, war schön. Hier viele Slopes, Baurichtungsumkehr. 2 Stunden 10 Minuten habe ich euch gesagt. Und ja, nach den Fotos schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle ein paar Detailfotos und wie ich es gleich noch bei meinen letzten Worten sagen werde, das Ding ist schwarz und zieht deswegen etwas Staub an. Das werdet ihr sehen. Mir hat dieser Bau wirklich Spaß gemacht. Er war kinderleicht. Ich meine, 2 Stunden für 800 Kobi-Steinchen ist ja auch eine ganz gute Zeit. Und wenn ihr mit euren Kindern das zusammenbaut, dieses Set, wenn ihr mal Kobi mit euren Kindern klemmen wollt, denke ich mal, ist das auch ganz okay. Es ist natürlich kein Scale-Zug, es ist keine Scale-Lokomotive, es ist jetzt nicht das High-End-Ding, aber das habe ich euch gerade gesagt. Trotzdem bin ich wirklich fasziniert von diesem Ding, wie Kobi hier an die Thematik Lokomotive herangegangen ist. Man sieht halt auch, dass sie halt ein paar Bautechniken aus dem
ja, Kobi-typischen Panzerbereich übernommen haben. Es war vielleicht ein Schnellschuss, eine Auftragsarbeit für eben dieses Museum. Wenn ihr euch das Set auch kaufen wollt, ich verlinke euch unten mal meine Quelle, da habe ich es relativ günstig als B-Ware bekommen. Der Karton ist mir nämlich hier relativ egal, weil ich das Ding ja sowieso bauen wollte. Schaut rein und denkt an den 15%igen Rabattcode Blockstar. Ja, Freunde, Premieren haben auch irgendwann mal ein Ende, aber heißt ja nicht, dass es hier nicht weitergeht. Denn mit ein Grund, warum ich das Video hier zu unserer Klasse 49C, zu unserer norwegischen Kruppschen Lokomotive gemacht habe, ist, dass Kobi ja demnächst eine BR52 rausbringt. So schaut sie aus. Im Maßstab 1:35 kommt sie daher. Wie viele Teile wissen wir noch nicht genau und wann genau wissen wir auch nicht. Nur, dass sie kommt. Und deswegen war hier unsere norwegische Essener Eisenbahn ein guter Entree, denn ich bin gespannt, was da kommt. Dieser Prügel hat ein Problem, habe ich festgestellt. Er ist sehr schwarz und zieht sehr viel Staub an. Ich muss gucken, ob ich nicht vielleicht doch hier meinen Stand, meine kleine Plate, noch irgendwie in ein Plexiglasgehäuse packe. Denn ja, sie staubt ganz schön ein. Mir gefällt sie, ich habe es euch gesagt. Schreibt mir aber bitte mal eure Meinung dazu unten in die Kommentarsektion, auch was ihr von der kommenden BR52 haltet und vor allen Dingen, und das ist wirklich was mich brennend interessiert, was haltet ihr denn generell von diesen Ausflügen von Kobi jetzt in das Thema Eisenbahn? Bitte das alles mir unten reinschreiben, dass ich ein bisschen mit euch da schreiben kann und mal ein bisschen so die Gefühlslage Kobi Thema Eisenbahn hier ein bisschen schmecken kann. In diesem Sinne, Freunde, würde ich mich noch freuen, wenn ihr die Signale richtig stellt und einen Daumen hoch oder Daumen runter mir gebt und vielleicht zieht ihr auch eine Dauerkarte und lasst ein Abo da. Würde ich mich echt drüber freuen. Und jetzt wie immer, gute Fahrt, keine Verspätung, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.